I couldn't believe the rubbish and all the things that were not true. We're still mourning Michael's passing. It's important for me to tell the story. Obwohl der Familienname Jackson bekannt ist, gibt es unerzählte Geschichten, die im Rampenlicht stehen. Der Zusammenhalt des Jackson-Erbes wurde durch ein schockierendes DNA-Testergebnis, das von einem der Söhne von Jermaine Jackson enthüllt wurde, völlig zerstört. Das ist mehr als nur ein Drama. Es geht um Verrat, Geheimnisse und eine Entscheidung, die die familiären Beziehungen dauerhaft verändern wird. Würden Sie sich der Familie stellen oder gehen, wenn ein DNA-Test eine lebensverändernde Wahrheit ans Licht bringen würde? Ich möchte wissen, wo du stehst. Geben Sie eins ein, um sich zu konfrontieren, und no, um wegzugehen. Schauen wir uns an, was passiert ist, wer dafür verantwortlich ist und wie diese DNA-Entdeckung eine der bekanntesten Musikfamilien auf den Kopf stellt. Jafar Jackson ist wer? Jermaine Jacksons Sohn hat eine Bombe platzen lassen, indem er alle Verbindungen zur gesamten Familie abgebrochen hat, nachdem ein schockierender DNA-Test einen Verrat ans Licht gebracht hatte, den niemand vorhergesehen hatte. Dies geschah, nachdem der Verrat durch den Überraschungstest aufgedeckt worden war. Lassen Sie uns dennoch einen Schritt zurücktreten und vom Anfang der Geschichte beginnen, bevor wir uns auf diese erstaunliche Offenbarung stürzen. Jafar Jeremiah Jackson wurde am 25. Juli 1996 in Los Angeles, Kalifornien, geboren. Seine Eltern sind Jermaine Jackson und Alejandra Genevieve Oaseaza. Er ist der Sohn von Jermaine Jefferson Jackson. Als Mitglied der berühmten Jackson-Familie war Jafar Jackson schon in jungen Jahren in eine traditionsreiche musikalische Linie eingetaucht. Sein Vater, Jermaine Jackson, war ein prominentes Mitglied der Jackson 5. Und sein Onkel, Michael Jackson, erlangte als Popkönig Berühmtheit und erlangte durch seine Leistungen internationale Anerkennung. Als Kind war Jafar ständig mit Musik und Shows in Berührung gekommen. Als er im Alter von 12 Jahren mit dem Singen und Tanzen begann, ließ er sich von den großartigen Künstlern Sam Cooke, Marvin Gaye und Stevie Wonder inspirieren. Obwohl er ursprünglich Profigolfer werden wollte, war es seine Leidenschaft für die Musik, die ihn schließlich dazu trieb, eine Karriere in der Unterhaltungsindustrie einzuschlagen. 2019 erschien Jafars Debütsingle Got Me Singing, die seinen faszinierenden Gesang und seine bemerkenswerten Tanzfähigkeiten zur Schau stellte. Das dazugehörige Musikvideo, das in der Region Rio de Janeiro gedreht wurde, zeigte nicht nur seine Liebe zu regionalen Bräuchen, sondern auch sein Engagement für realistisches Geschichtenerzählen. Die gute Resonanz und die positiven Kritiken des Liedes markierten Jafars Debüt in der professionellen Musikindustrie. Jafar entschied sich dafür, Schauspieler zu werden, nachdem er sich als Musiker einen Namen gemacht hatte. In der Ankündigung für 2023 hieß es, dass er seinen Onkel Michael Jackson im kommenden Biopic Michael porträtieren wird. Der von Graham King produzierte und von Antoine Fuqua inszenierte Film soll eine komplexe Darstellung von Michael Jacksons Leben bieten. Als er die Rolle annahm, brachte Jafar seinen Stolz und seine Bescheidenheit zum Ausdruck und fügte hinzu, dass er die Geschichte seines Onkels so authentisch wie möglich erzählen wollte. Sie müssen jetzt verstehen, dass Jafars Beziehung zu seinem Vater Jermaine für seine persönliche und berufliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung war. Zwischen Vater und Sohn besteht eine enge Arbeitsbeziehung, wobei Jermaine als Jafars Mentor und Berater fungiert, während er die verschiedenen Herausforderungen meistert, die die Tätigkeit im Musikgeschäft mit sich bringt. Bis vor kurzem hatte Jafar Kontakt zu seinen Cousins gehalten. Dies liegt daran, dass die Familie aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrungen mit Medienaufmerksamkeit und Berühmtheit ein einzigartiges Gefühl der Verwandtschaft entwickelt hat. Dennoch gab es Hinweise auf zugrunde liegende Spannungen, auch wenn Jafars öffentliche Interaktionen mit seiner Familie oft den Anschein erweckten, sie würden ihn unterstützen. Die Familie Jackson hatte im Laufe der Jahre mehrere interne Probleme, die von unterschiedlichen Meinungen über Michaels Nachlass bis hin zu widersprüchlichen Meinungen über Geschäftsvorhaben reichten. Aufgrund dieser Barrieren befinden sich viele wie Jafar in einer schwierigen Situation, in der sie ihre eigenen Wünsche mit den Erwartungen ihrer Familie in Einklang bringen müssen. Zahlreiche externe Variablen haben die Entwicklung seiner Perspektive beeinflusst. Die konsequente Berichterstattung in den Medien und die öffentliche Kontrolle, die mit dem Namen Jackson einhergehen, können Vor- und Nachteile haben. Da sie in diese Familie hineingeboren wurden, sind die Erwartungen groß. Aufgrund der Geschichte, die von Menschen früherer Generationen geschaffen wurde,
liegt die Messlatte für den Erfolg insbesondere in der Unterhaltungsindustrie extrem hoch. Da Jafar eine Karriere in der Musik anstrebt, kommt man nicht umhin, Vergleiche zwischen ihm und seinem Vater, seinen Onkeln und Tanten anzustellen. Die Faszination der Öffentlichkeit für die Familie, die in der Regel dazu führt, dass sowohl ihr Privat- als auch ihr Berufsleben stärker unter die Lupe genommen werden, ist ein weiterer Faktor, der diesen Druck noch verstärkt. Prince, Paris und Blanket hatten alle Mühe, ihre eigene Persönlichkeit zu etablieren und gleichzeitig das Erbe zu respektieren, das ihr Vater hinterlassen hatte. Paris Jackson zum Beispiel hat die Einschränkungen, die mit ihrem Familiennamen verbunden sind, während sie eine Karriere als Schauspielerin und Sängerin anstrebt, offen angesprochen. Im gleichen Sinne unternimmt Jafar große Anstrengungen, um selbst ein erfolgreicher Künstler zu sein, und erkennt gleichzeitig den Einfluss an, den seine Familie auf ihn hatte. Die Vergangenheit dieser Familie war jedoch nicht immer eine freudige. Der Beginn der Dynastie. Der Grundstein für eine Musikerdynastie, die einen nachhaltigen Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie haben sollte, wurde von Joseph und Catherine Jackson gelegt. Catherine wurde am 4. Mai 1930 in Clayton, Alabama, als Cathy B. Screws geboren. Sie erlebte frühe Herausforderungen, darunter Kinderlähmung, die dazu führte, dass sie ständig hinkte. Nachdem ihre Familie nach East Chicago, Indiana, umgezogen war, trat sie während ihres Besuchs der Washington High School in der Schulband auf. Hier lernte sie Joseph kennen, einen Mithäftling, der Boxer und Musiker werden wollte. Sie mochte ihn und nannte ihn Joe. Nach der Hochzeit am 5. November 1949 zog das Paar nach Gary, Indiana, und kaufte ein bescheidenes Haus mit 2 Schlafzimmern in der 2300 Jackson Street. Maureen, Jackie, Tito, Jermaine, LaToya, Marlon, Brandon, der kurz nach der Entbindung starb. Michael, Randy und Janet waren die 10 Kinder, die Joe und Catherine zwischen 1950 und 1967 hatten. Im kleinen Familienhaus herrschte geschäftiges Treiben. Joe und Catherine saßen in einem Schlafzimmer, Mädchen im Wohnzimmer und Jungen, die im anderen Schlafzimmer schliefen. Trotz mangelnder finanzieller Mittel unterstützte Catherine die musikalischen Fähigkeiten ihrer Kinder, indem sie sich oft mit ihnen an den Küchentisch setzte. Joe, ein talentierter Musiker und ehemaliger Kranführer, setzte sich für den Erfolg seiner Kinder in der Musikindustrie ein. Er verfolgte einen strengen Disziplinansatz, setzte strenge Probenpläne durch und überwachte die musikalischen Bemühungen der Familie genau. Diese Disziplin verhalf der Familie zum Erfolg, führte aber auch zu Vorwürfen emotionaler und körperlicher Probleme. Später sprachen einige seiner Kinder über die langfristigen Folgen seines strengen Erziehungsstils und erkannten sowohl die Chancen an Dire Boat als auch die Herausforderungen, die er für sie individuell mit sich brachte. Im Jahr 1964 bestanden die Jackson 5 aus 3 Brüdern, Jackie, Tito und Jermaine. Michael und Marlon kamen kurz darauf hinzu und vervollständigten die 5. Das Paar trat zunächst in Pubs und bei lokalen Talentwettbewerben im Chitlin Circuit auf und erlangte schnell Anerkennung für seine überzeugenden Darbietungen und harmonisierenden Vocals. Die frühen Erfahrungen der Jackson 5 unter Joes Führung legten den Grundstein für ihren zukünftigen Erfolg. Um ihre Fähigkeiten in jungen Jahren zu verbessern, nahmen die Jackson 5 an mehreren regionalen Wettbewerben teil. Ihre Auftritte zeichneten sich durch ausgefeilte Tanztechniken, aufwendig synchronisierte Kostüme und eine jugendliche Energie aus, die das Publikum in ihren Bann zog. Diese frühen Konzerte zeigten nicht nur ihr wachsendes Talent, sondern stärkten auch ihre Entschlossenheit, eine Karriere in der professionellen Musik anzustreben. Der große Durchbruch des Trios kam 1968, als sie für Motown Records Gründer Berry Gordy testeten. Der Aufstieg der Jackson 5 zum Star begann, als Gordy, fasziniert von ihrem Können und Potenzial, sie für Motown rekrutierte. Diese Partnerschaft würde sich als entscheidend erweisen und der Band die Ressourcen und die Plattform bieten, die sie benötigt, um ein landesweites Publikum anzulocken. Familienzerfälle während der Motown-Jahre. Als die Jackson 5 bei Motown spielten, erlebten sie eine Zeit enormen Erfolgs, die jedoch auch von persönlichen und beruflichen Rückschlägen begleitet war. Der Gründer von Motown, Berry Gordy, spielte eine Schlüsselrolle beim schnellen Aufstieg der Gruppe zum Star, der fast augenblicklich geschah. Im Oktober 1990 veröffentlichten sie ihre Debütsingle I Want You Back, die sofort an die Spitze der Billboard Hot 100-Liste schoss. ABC, The Love You Save und I'll Be There
erreichten alle unmittelbar nach dem Erfolg dieses Songs Platz 1 der Charts. Sie zogen Massen aus der ganzen Welt an, indem sie ihren jugendlichen Enthusiasmus mit ausgefeilten Darbietungen verbanden. Auch wenn jedes Mitglied unglaubliches Talent zeigte, stach das jüngste Mitglied, Michael Jackson, als das Bemerkenswerteste heraus. Sein außergewöhnliches stimmliches Können und seine dynamische Präsenz auf der Bühne heben ihn von der Masse ab. Motown, ein Plattenlabel, nutzte seine Popularität, indem es eine Solokarriere startete, während er noch bei der Firma angestellt war. Hits wie Got to Be There und Ben unterstrichen seinen einzigartigen Charme, was den Bekanntheitsgrad der Gruppe weiter steigerte. Hazel Gordy war die Tochter von Berry Gordy und Jermaine Jackson heiratete sie 1979. Diese Partnerschaft stärkte die Bindung zwischen Motown und der Familie Jackson. Leider führte dies auch zu Problemen, insbesondere als sich die Richtung der Gruppe zu ändern begann. Ab Mitte der 1970er Jahre suchten die Jackson 5 nach einer größeren kreativen Kontrolle über ihr Repertoire. Die strengen Produktionsvorschriften von Motown schränkten ihre Möglichkeiten ein, sich künstlerisch auszudrücken, was ihre Unzufriedenheit steigerte. Die Band beschloss 1975 mutig, Motown zu verlassen und bei Epic Records zu unterschreiben. Sie wollten bessere finanzielle Konditionen und Umstände sowie mehr kreative Freiheit. Jermaine stieß in dieser Zeit des Übergangs auf ein großes Hindernis. Sowohl seine Hingabe an Motown als auch seine Ehe mit Hazel beeinflussten seine Entscheidung, bei der Firma zu bleiben. Diese Entscheidung fiel zeitgleich mit der ersten bedeutenden Spaltung der Familie. Die Beziehungen wurden durch diese Entscheidung angespannt und die verbliebenen Brüder der Jacksons traten weiterhin bei Epic Records auf. Um die von Jermaine hinterlassene Lücke zu füllen, trat der jüngere Bruder Randy Jackson der Gruppe als offizielles Mitglied bei. Mit dem Relaunch begann für sie ein neues Kapitel in ihrem Leben und sie investierten viel Mühe, um ihre Identität und ihren Sound in der hart umkämpften Musikindustrie zu überdenken. Der Übergang zu Epic Records verlief nicht ohne Herausforderungen. Die Jacksons kämpften zunächst darum, ihren früheren finanziellen Erfolg zu wiederholen und gleichzeitig nach künstlerischer Freiheit zu streben. Konflikte, die zuvor innerhalb der Familie bestanden, traten in dieser unsicheren Zeit viel deutlicher zutage, insbesondere wenn es um finanzielle Angelegenheiten und Führungsentscheidungen ging. Die Saat für zukünftige Probleme wurde in dieser Zeit innerer Unruhen innerhalb der Familie Jackson gesät. Ein einziger DNA-Test wäre der Wendepunkt, der Jahre später die ganze Familie in die Knie zwingen würde. Aber warten Sie, vermeiden wir es, uns selbst zu übertreffen. Familieneifersüchteleien und Michaels Aufstieg zur Berühmtheit. Die Jackson-Familie, die bereits für das gemeinsame musikalische Können ihrer Mitglieder bekannt war, hatte erhebliche interne Konflikte, weil einzelne Mitglieder einzelne Karrieren verfolgten. Michael Jacksons außergewöhnlicher Aufstieg zum globalen Superstar veränderte nicht nur die Populärkultur, sondern brachte auch widersprüchliche öffentliche Persönlichkeiten, familiäre Rivalitäten und Ungleichheiten in der sozioökonomischen Stellung hervor. Epic Records veröffentlichte 1990 Michael Jacksons erstes Soloalbum, Off the Wall. Als dieses Album herauskam, war es eine große Veränderung gegenüber seinem vorherigen Motown-Werk. In seiner Partnerschaft mit dem Produzenten Quincy Jones versuchte Michael, das Album, das herausragende Songs wie Don't Stop, Till You Get Enough und Rock With You enthielt, die allesamt große Erfolge waren, zeigte seine Entwicklung als Künstler. Michael machte sich als herausragender Solokünstler einen Namen und bereitete mit der Veröffentlichung von Off the Wall den Grundstein für seine weiteren Unternehmungen. Weltweit wurden über 20 Millionen Exemplare der Platte verkauft. Michael Jackson baute seine früheren Erfolge 1981 mit der Veröffentlichung von Thriller aus, einem bahnbrechenden Album, das später das Album mit den meisten Verkäufen aller Zeiten werden sollte. Die außergewöhnliche Popularität des Albums, die eine große Anzahl von Musikern beeinflusste und einen nachhaltigen Einfluss auf die Popkultur weltweit hatte, festigte Michael Jacksons Position als König des Pop. Als Michaels eigene Karriere Fahrt aufnahm, wurde die Distanz zwischen ihm und seinen Geschwistern immer deutlicher. Obwohl die Jacksons weiterhin gemeinsam auftraten und Aufnahmen machten, stellte Michael Jacksons persönlicher Erfolg manchmal die Bemühungen der Gruppe in den Schatten. Aufgrund dieser Meinungsverschiedenheit fiel es den Brüdern schwer, ihre gemeinsame Identität mit Michaels zunehmendem Erfolg als Solokünstler in Einklang zu bringen. Im selben Jahr, in dem ihr gleichnamiges Album veröffentlicht wurde,
starteten die Jacksons 1980 ihre Victory Tour. Obwohl viele Menschen große Hoffnungen in die Tour setzten, war sie von internen Streitigkeiten, finanziellen Problemen und ungleichmäßigen Ticketverkäufen geplagt. Die Beziehungen litten zusätzlich unter Michaels Weigerung, an den Veranstaltungen teilzunehmen und seinem Wunsch, alle Verbindungen zu den Managementpraktiken der Organisation abzubrechen. Der Kauf der Veröffentlichungsrechte an 85 Music, das einen umfangreichen Katalog an Beatles-Songs enthielt, war eine der wichtigsten Geschäftsentscheidungen von Michael Jackson im Jahr 1985. Für Jacksons Unternehmen war dies ein großer Schritt. Dieser Deal zeigte nicht nur Michaels außergewöhnlichen Geschäftssinn, sondern führte auch zu Spannungen mit seinen Familienmitgliedern und anderen Branchenkollegen. 1940 war die Spannung so weit eskaliert, dass Jermaine Jackson sich gezwungen sah, seinen Unmut öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Anfang des Jahres veröffentlichte er einen Song mit dem Titel Word to the Band, der oft als an Michael gerichteter Dissidententitel angesehen wird. Die Texte befassten sich mit Themen wie Verrat und Eitelkeit und spiegelten Jermaines Gefühl wider, durch seinen enormen Erfolg im Stich gelassen zu werden. Durch die öffentliche Besorgnisäußerung des Liedes wurden innerfamiliäre Streitigkeiten ans Licht gebracht. Die öffentliche Diskussion über die Familie Jackson wurde durch die Veröffentlichung von LaToya Jacksons Autobiografie LaToya beeinflusst. Das Buch erregte großes Medieninteresse im Jahr 1991, als sich im Haushalt der Jacksons aufwuchs, da es Missbrauchsvorwürfe und sehr heikle Familienthemen enthielt. Ihre Beziehungen zu ihrer Familie wurden durch ihre späteren Auftritte, zu denen unter anderem das Posieren für den Playboy und die Teilnahme an Interviews mit Boulevardzeitungen gehörten, stark beeinträchtigt. Viele Familienmitglieder fühlten sich durch ihre Geständnisse getäuscht, da sie als Versuch interpretiert wurden, die internen Probleme der Familie zum persönlichen Vorteil auszunutzen. Janet Jackson wurde inmitten der internen Konflikte der Familie Jackson selbst zu einer großartigen Künstlerin. Ihr 1986 veröffentlichtes Album Control war eine mutige Unabhängigkeitserklärung, die ihren einzigartigen Musikstil unter Beweis stellte und dazu beitrug, sie zu einer Pop-Legende zu machen. Mit ihren späteren Alben, Toronto Rhythm Nation, 1814 und Janet, erlangte sie sowohl kritischen als auch kommerziellen Erfolg, was dazu beitrug, ihren Platz in der Musikindustrie zu festigen. Während Michael weiterhin bisher unerreichte Höhen erreichte, wurde die Distanz zwischen ihm und seiner Familie immer größer und bereitete die Voraussetzungen für künftige Trennungen, die noch schwerwiegender sein würden. Öffentliche Kontroversen und persönliche Transformationen. Wie Sie wissen, erregte Michael Jacksons körperliche Verwandlung im Laufe der 1980er und 1990er Jahre große öffentliche und mediale Aufmerksamkeit. Es wurde festgestellt, dass sein Hautton verblasste, was ein Symptom von Vitiligo, einer depigmentierenden Krankheit, ist. Gleichzeitig führten auffällige Veränderungen seiner Gesichtszüge, insbesondere seiner Nase und seiner Wangenknochen, zu zahlreichen Vermutungen über die Möglichkeit einer Schönheitsoperation. Die Verbindung zwischen Michael und den Medien war problematisch, da sich die Medien ständig auf sein äußeres Erscheinungsbild konzentrierten, was seine kreativen Erfolge oft verschleierte. Im Jahr 1990 stand Michael vor seinem ersten großen Gerichtsstreit, als Evan Chandler ihn beschuldigte, seinen 13-jährigen Sohn Jordan sexuell missbraucht zu haben. Die Vorwürfe begannen, nachdem Jordans Mutter ihm erlaubt hatte, Michaels Neverland Ranch zu besuchen. Nachdem Evan zunächst seine Unterstützung für die Freundschaft zum Ausdruck gebracht hatte, äußerte er bald seine Besorgnis über deren Natur. Die anschließende Untersuchung erbrachte dürftige physische Beweise. Michael erkannte seine Schuld nicht an, und der Fall wurde außergerichtlich mit einer vereinbarten Summe beigelegt, obwohl er alle Anschuldigungen zurückwies. Die gegen Michael erhobenen Anschuldigungen lösten bei seinen Familienmitgliedern unterschiedliche Reaktionen aus. Einige Mitglieder verteidigten ihn, beteuerten seine Unschuld und sagten, die Anschuldigungen seien ein Versuch gewesen, ihn zur Zahlung von Geld zu zwingen. Stattdessen entscheiden sich manche Menschen für eine zurückhaltendere Haltung und vermeiden es, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Beispielsweise warf LaToya Michael öffentlich ungebührliches Verhalten vor, indem sie behauptete, sie habe Schecks gesehen, die auf junge Männer ausgestellt waren. Diese Behauptungen führten dazu, dass ihre Verbindung zu ihrer Familie litt und die öffentliche Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wurde, zunahm. Nach mehreren Jahren widerrief LaToya jedoch ihre Aussagen mit der Begründung, Jack Gordon, ihr damaliger Manager und Ehemann,
habe sie dazu gezwungen. Sie behauptete, sie sei zu den Anschuldigungen gezwungen worden und behauptete zusätzlich, sie seien unwahr. Dan, während der Halbzeitshow der 38. Super Bowl Championship im Jahr 2004, wurde Janet Jackson mit ihrem öffentlichen Skandal konfrontiert. Bei einer geplanten Kostümenthüllung mit Justin Timberlake kam es zu einer unbeabsichtigten Enthüllung, die nach der Veranstaltung zu harscher Kritik führte. Die Veranstaltung mit dem Spitznamen Nipplegate führte zu einem Medienrummel, einer kurzen schwarzen Liste von Janet und Geldstrafen der Federal Communications Commission, FCC. Sie erhielt im Vergleich zu Justin eine unverhältnismäßig große Resonanz, was zu Diskussionen über die rassistischen und geschlechtsspezifischen Vorurteile im Unterhaltungssektor führte. Anschließend heiratete Michael schließlich Debbie Rowe und Lisa Marie Presley. Durch seine Ehe mit Lisa im Jahr 1924 wurden 2 Musikdynastien zusammengeführt, die jedoch 1994 endete. Angeblich wegen unterschiedlicher Ansichten darüber, wie man eine Familie gründet. Kurz darauf heiratete Michael Jackson Rowe eine dermatologische Krankenschwester und die beiden bekamen 2 Kinder, Prince Jackson und Paris Jackson. Blanket war das 3. Kind, das durch eine anonyme Leihmutter geboren wurde, da Michael unkonventionelle Erziehungstechniken anwandte, wie zum Beispiel das Verstecken der Gesichter seiner Kinder in der Öffentlichkeit, geriet er stärker unter Beobachtung und Besorgnis. Als Michaels Verhalten immer seltsamer wurde, äußerten Familienmitglieder Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit. Einige Leute wollten zu diesem Zeitpunkt einsteigen, weil sie über seine Isolation und die Auswirkungen seines engen Kreises besorgt waren. Diese Versuche führten oft zu Konflikten, da Michael sie als Eingriffe betrachtete, die ihn noch weiter von seinem familiären Kontext trennten. Tatsächlich wurde Jafar, Jermaine's Kind, während all dieser Turbulenzen geboren und musste seine ganze Kindheit damit verbringen, zu verstehen, was in seiner Familie geschah. Von da an wurde es nur noch schlimmer. Michaels Tod und die Reaktion der Familie. In der Musikgeschichte war Michael Jacksons tragischer Tod am 25. Juni 2009 ein Meilenstein. Es hatte tiefgreifende Auswirkungen auf seine Familie und löste weltweit Schockwellen aus. Inmitten intensiver öffentlicher Kontrolle, Rechtsstreitigkeiten und Versuchen, Michael Jacksons Erbe aufrechtzuerhalten, fiel es der Familie Jackson schwer, ihren Verlust zu akzeptieren, als die ganze Welt um den Tod des King of Pop trauerte. An diesem schrecklichen Tag wurde Michael Jackson bewusstlos und träge in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Trotz der Bemühungen des örtlichen Rettungspersonals wurde er um 14:26 Uhr im Ronald Reagan UCLA Medical Center für tot erklärt. Nach weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass der Grund eine akute Überdosis Propofol war, die ihm sein persönlicher Arzt, Dr. Conrad Murray, verschrieben hatte. Die Familie Jackson erlebte eine wirklich schlimme Zeit. Die Nachricht heute Morgen traf besonders Michaels Mutter Catherine, die Geschwister Janet, Jermaine und Latoya traten vor, um ihr Leid mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen und ihre tiefe Trauer auszudrücken. Um Michaels 3 Kindern, Prince, Paris und Blanket, die Liebe und Unterstützung zu geben, die sie in dieser schwierigen Zeit brauchten, verlagerte sich der Fokus der Familie unmittelbar auf sie. Millionen Menschen aus der ganzen Welt nahmen am 7. Juli 2009 an der öffentlichen Trauerfeier im Staples Center in Los Angeles teil. Fans, Prominente und Mitglieder von Michaels Familie nahmen an einer Feier zu Ehren seines Lebens und Vermächtnisses teil. Paris, die damals 11 Jahre alt war, zollte ihrem Vater Michael eine bewegende Hommage und beschrieb ihre Verbundenheit als liebevolle Eltern. Nach Michaels Tod kam es jedoch zu Streitigkeiten um sein Vermögen. Seine Mutter Catherine und seine 3 Kinder wurden in einem 2002 gefundenen Testament als Begünstigte aufgeführt. Und der Nachlass wurde auf einen von der Familie gegründeten Trust übertragen. Es wurde vereinbart, dass Catherine als Vormundin der Kinder fungieren würde. Die Tatsache, dass Michaels Eltern sich dem Testament widersetzten und sagten, ihr Sohn sei verstorben, ohne ein legitimes Testament zu hinterlassen, sorgte jedoch für Spannungen. Sie versuchten, die Kontrolle über sein Vermögen zu erlangen, mit der Absicht, sein Geld zugunsten seiner unterhaltsberechtigten Kinder zu verwenden. Obwohl dies der Fall war, galt Michaels erste Sorge immer dem Wohlergehen seiner Kinder. Sie reichte einen Antrag ein, um die Vormundschaft für Prince, Paris und Blanket zu übernehmen, und erhielt schließlich das Sorgerecht für sie. Das Gericht würdigte ihren langjährigen Einfluss auf ihr Leben sowie ihren Einsatz für die Schaffung einer fürsorglichen Atmosphäre während des Verfahrens.
Einige der Jackson-Brüder, darunter Jermaine und Randy Jackson, haben ihre Zweifel an der Legitimität von Michael Jacksons Testament aus dem Jahr 2002 geäußert. Sie versuchten, das Dokument vor Gericht anzufechten und äußerten Bedenken hinsichtlich der Aktivitäten der Nachlassverwalter. Trotz aller Bemühungen wurde das Testament aufrechterhalten und die Testamentsvollstrecker, die ausgewählt wurden, im Namen des Nachlasses zu handeln, verwalteten weiterhin seine Transaktionen. Infolgedessen wurden die Bande, die die Familie zusammenhielten, immer angespannter. Das waren die Jahre, die danach kamen. In den letzten 10 Jahren erlebte die Familie Jackson erhebliche Umwälzungen. Janet Jackson, ein renommiertes Mitglied der Jackson-Familie, hat in ihrem Berufsleben sowohl innere Reflexion als auch die Fähigkeit bewiesen, sich an neue Umstände anzupassen. In dem Interview, das 2024 stattfand, sprach sie offen über ihre Reise. Sie erkannte die Schwierigkeiten an, mit denen sie in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, einschließlich des bekannten Ereignisses, das dazu führte, dass sie aus dem Beruf ausgeschlossen wurde und ihre Verbindung zu einer Berühmtheit neu zu bewerten. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben auch Michael Jacksons Kinder Berühmtheit erlangt, wobei jedes von ihnen seinen eigenen, individuellen Weg verfolgte und gleichzeitig dem Erbe ihres Vaters Tribut zollte. Die Mitglieder der Familie kamen weiterhin zu verschiedenen Anlässen zusammen, um ihren Zusammenhalt und ihre Verbundenheit zur Geschichte des anderen zu demonstrieren. Im Januar 2025 wurde ein Film, den Janet während einer After-Concert-Party am Silvesterabend aufgenommen hatte, vertrieben. Der Großteil der Familie war bei der Party dabei. Auch wenn es möglich ist, dass sie vor den Silvesterfeiertagen keine weitere Gelegenheit haben, Zeit mit Jafar zu verbringen. Bei der Untersuchung gibt es keine einzige Lüge. Es wurde berichtet, dass Jermaine Jacksons Kind alle Beziehungen zu seinem Vater abbrach, nachdem ein DNA-Test einen erheblichen Verrat innerhalb der Familie Jackson aufgedeckt hatte. Diese Details wurden von Personen verbreitet, die Jafar nahestehen. Den Ergebnissen der Untersuchung zufolge, die Anfang des Jahres 2025 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, war Jafar nicht Jermaines leibliches Kind. Diese Erkenntnis führte nicht nur dazu, dass die ohnehin schon angespannten Beziehungen innerhalb der Familie Jackson noch angespannter wurden, sondern führte auch dazu, dass jahrzehntelange Familiendynamiken durcheinander gerieten. Nachdem er die Ergebnisse erhalten hatte, soll Jafar einem engen Freund mitgeteilt haben: Das ist beunruhigend. Diese Aussage wurde in Bezug auf die Tatsache gemacht, dass alles, was ich jemals über mich selbst wusste, einschließlich meiner Identität und meines Platzes in dieser Familie, auf einer Erfindung beruhte. Bei Jafar, der heute 28 Jahre alt ist, wurden Gentests durchgeführt, die als Teil eines medizinischen Standardverfahrens gedacht waren. Eine unerwartete Schlussfolgerung führte zur Entdeckung dieser unerwarteten Offenbarung. Aufgrund der Tatsache, dass seine genetischen Marker Abweichungen von seiner vermuteten väterlichen Abstammung anzeigten, drängten die Experten jedoch auf die Durchführung weiterer Tests. Fast unmittelbar danach kam es zu einer bombastischen Enthüllung, die die Jackson-Dynastie völlig aufrüttelte. Den Quellen zufolge hatte Jafars Mutter, Alejandra Genevieve Oaseasa, diese Informationen mehr als 3 Jahrzehnte lang geheim gehalten. Aufgrund Alejandras schwieriger Vergangenheit mit der Familie Jackson, zu der auch Romanzen mit Jermaine und seinem Bruder Randy Jackson gehören, kann man sich nur vorstellen, welchen Schock sie empfanden, als sie die Testergebnisse erhielten. Man kann sich nur vorstellen, wie sie reagiert haben. Die Szene hätte für Jafar, der als sein Onkel Michael seine beruflichen Erfolge gefeiert hatte, nicht tragischer sein können. Jafars Onkel Michael war seine Inspiration gewesen. Was den Zeitplan betrifft, war es unmöglich, dass dies möglich gewesen wäre. Der Film hätte nicht nur Jafars Ruhm in der Unterhaltungswelt begründen sollen, sondern auch zeigen sollen, dass er ein Mitglied der Jackson-Familie ist. Berichten zufolge hat Jafar eine beträchtliche Anzahl geplanter Termine abgesagt, nachdem er von der Entdeckung erfahren hatte. Nur um in einer Zeit, in der er therapeutische Prozesse und persönliche Reflexionen durchlief, um Abgeschiedenheit zu bitten, gab er schließlich eine kurze Erklärung an seine Agenten ab. Er tat dies, um sein Bedürfnis nach Einsamkeit auszudrücken. Darüber hinaus erlitt der inzwischen 70-jährige Jermaine durch die Nachricht einen schweren Schlag. Einigen, die mit der Familie vertraut sind, zufolge wurde er nicht über den Vaterschaftsbetrug informiert und ist deshalb wütend und denkt, dass Alejandra ihn betrogen hat. Im Laufe ihrer Ehe, die von 1995 bis 2003 dauerte, wurde Jafar als Jermaines Kind geboren und wuchs dort auf.
Die Geschichte der Beziehung des Paares war kompliziert, da sie die meiste Zeit dieser Zeit verheiratet waren. Eine Person, die Verbindungen zur Jackson-Familie hat, verriet, dass er Jafar wie sein eigenes Kind großzog, seine Karriere verwaltete und ihn aufgrund seines Einflusses als die nächste Generation von Jackson-Darstellern betrachtete. Als er erfuhr, dass dies aus biologischer Sicht nicht der Fall war, war er sehr verblüfft. Die gesamte Jackson-Familie ist von den enthüllten Informationen betroffen. Um zu zeigen, dass biologische Grenzen nicht für familiäre Beziehungen gelten, wurde festgestellt, dass Catherine, die 94-jährige Matriarchin der Familie, versucht hat, zwischen Jermaine und Jafar zu vermitteln. Darüber hinaus hat Janet Kontakt zu ihrem Neffen aufgenommen, um ihn in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen und zu unterstützen. Abgesehen von Jafar selbst sind die Personen, die von diesen Informationen am ehesten betroffen sein dürften, wahrscheinlich seine Geschwister oder Personen, von denen er als Kind geglaubt hatte. Sie seien seine gesamten Geschwister. Es wurde berichtet, dass Jamie, Autumn und Jermaine Jackson Jr., die alle dieselbe Mutter wie Jafar haben, Schwierigkeiten haben, die Auswirkungen zu verstehen, die dies auf ihre Familie hat. Zu diesem Zeitpunkt haben Jermaines 3 Kinder aus früheren Beziehungen, Jeremy, Jordan und Jasmine, keine öffentlichen Erklärungen zu diesem Thema abgegeben. Allerdings haben wir Gespräche mit mehreren Fachleuten aus dem Bereich des Familienrechts geführt und sie haben uns mitgeteilt, dass die emotionalen und rechtlichen Beziehungen, die im Laufe der letzten 28 Jahre entstanden sind, trotz der DNA-Befunde nicht einfach aufgelöst werden. Laut einem Fachanwalt für Familienrecht, der nicht mit dem Fall befasst ist, werden Einzelpersonen nach und nach verstehen, dass der erste Schock völlig bedeutungslos ist, auch wenn es in den meisten Situationen schwierig sein wird, damit umzugehen. Gerüchte verbreiteten sich zwangsläufig unter immer einflussreicheren Menschen, obwohl die wahre Identität von Jafars leiblichem Vater immer noch unbekannt ist. Aufgrund der Tatsache, dass offenbar alle Beteiligten darauf bedacht sind, die Situation vertraulich zu behandeln, gibt es einige, die glauben, dass die vollständige Wahrheit möglicherweise nie ans Licht kommt. Eines ist ganz klar, auch wenn die Familie Jackson nun mit dem jüngsten Kapitel ihrer turbulenten Vergangenheit zu kämpfen hat, die Geschichte, Geheimnisse zu bewahren und die Feinheiten ihrer Familie zu verstehen, beeinflusst immer noch ihre eigene Geschichte, auch nachdem mehrere Generationen vergangen sind. Seit Joe und Catherine Jackson ihre Musikdynastie in Gary, Indiana, gründeten. Doch wie wird sich dieses Problem Ihrer Meinung nach entwickeln? Lassen Sie uns darüber im Kommentarbereich diskutieren. Wenn Sie von dieser Erzählung fasziniert waren, klicken Sie bitte auf die Glocke. Liken Sie das Video und abonnieren Sie es, damit Sie keine Wendungen mehr verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und stellen Sie bis zum nächsten Mal immer Fragen zur Realität hinter dem Rampenlicht. Seien Sie nett und interessiert.